Ein 64 Kilo Cane Corso saß 312 Tage lang in einem Tierheim in Hamburg. 27 Familien sind an seinem Käfig vorbeigegangen. Jede einzelne. Nicht, weil er gefährlich war, nicht, weil er kaputt war, weil er einfach still war. Vollkommen, fast unheimlich still, als würde er auf eine ganz bestimmte Person warten. An einem Donnerstagmorgen im März ist diese Person endlich durch die Tür gekommen. Und was er um 4:18 Uhr morgens, 8 Monate später getan hat, ist der Grund, warum sie heute noch lebt, um diese Geschichte zu erzählen. Also Leute, Sabine Meyer war 29 Jahre alt und lebte allein in einer Wohnung im 2. Stock am Stadtrand von Hamburg. Sie hatte einen guten Job als Krankenschwester im Nachtdienst, einen kleinen Balkon mit 2 toten Pflanzen, die sie immer wieder zu gießen vergaß, und eine Stille, die ihr von Zimmer zu Zimmer folgte wie ein zweiter Schatten. Ihre letzte Beziehung war vor 14 Monaten zerbrochen. Ihre Freundinnen sagten, sie sei zu selbstständig. Ihre Mutter nannte es Einsamkeit. Sabine nannte es Frieden. Die meiste Zeit glaubte sie das fast selbst. Donnerstagmorgen im März. Nach einer 12-Stunden-Schicht und einem Verlust, den sie nicht abschütteln konnte, ein junger Patient, unerwartet, die Art, die einen nach Hause begleitet, hielt sie auf dem Parkplatz des Tierheims an. Der letzte Zwinger rechts. Er saß in der hinteren Ecke, ruhig, vollkommen ruhig. Ein 64 Kilo Cane Corso mit einem pechschwarzen Fell, das das Licht zu schlucken schien, einem faltigen Gesicht wie zerknitterter Stein und Augen in der Farbe von dunklem Bahnstein. Kein Bellen, kein Hin- und Herlaufen, er beobachtete sie einfach, mit einem Ausdruck, der weder ganz Traurigkeit war, noch ganz Hoffnung, irgendwas dazwischen. Das Schild an seinem Käfig: Zeus, männlich, 4 Jahre, 2-mal abgegeben. Der Tierpfleger, ein junger Mann namens Daniel, trat neben sie. Er ist seit 312 Tagen hier, sagte er. 27 Familien sind gekommen, um ihn anzuschauen. Eine kurze Pause. Niemand hat ihn mitgenommen. Sabine schaute Zeus an. Zeus schaute Sabine an. Und dann, echt jetzt, tat er etwas, das Daniel nach eigenen Worten noch nie zuvor gesehen hatte. Er stand langsam auf, ging zur Käfigtür, senkte seinen riesigen Kopf und drückte ihn gegen die Metallstäbe. Nicht bittend, nicht flehend, einfach angelehnt, als wäre es leid für Menschen zu performen, die sowieso gehen würden. Sabine unterschrieb die Papiere 40 Minuten später. Die erste Woche war eine Katastrophe in Fell und Sabber. Zeus schmiss den Garderobenständer in der ersten Nacht um. Nicht aggressiv, nur begeistert mit seinem Schwanz. Am 2. Tag entdeckte er die TV-Fernbedienung und verlegte sie jeden Abend in sein Bett. Er gab sie nur zurück, wenn Sabine ihn mit einem Leckerli bestach. Sie stellte einen Leckerli-Vorrat direkt neben die Couch, ausschließlich für Fernbedienungsverhandlungen. Er schlief in der ersten Nacht bei ihr im Bett, alle 64 Kilo von ihm, diagonal, und er beanspruchte ungefähr 70% einer Doppelbettmatratze. Sabine bekam die verbleibenden 30% und keine Decke. Sie versuchte, ihn auf den Boden zu scheuchen. Er schaute sie mit diesen Bahnsteinaugen an, dann seufzte er und legte den Kopf wieder hin. Sie hat es nie wieder versucht. Aber hinter dem ganzen Chaos passierte noch etwas anderes. Zeus beobachtete alles. Er registrierte jeden Laut im Gebäude, die Tür der Nachbarin, den Fahrzug, Schritte im Flur. Er stellte sich jedes Mal zwischen Sabine und die Haustür, wenn jemand anklopfte. Kein Gnurren, keine Bedrohung, einfach präsent. 64 Kilo ruhige Gelassenheit zwischen ihr und was auch immer draußen war. Wenn sie Nachtschicht hatte, saß er vom Moment ihrer Abfahrt bis zum Auftauchen ihrer Scheinwerfer auf dem Parkplatz unten am Wohnzimmerfenster. »Dein Hund«, sagte ihre Nachbarin, »der wartet jeden Abend auf dich. Er rührt sich nicht, bis du wieder da bist.« 6 Wochen später hatte Sabine eine schlechte Nacht. Nicht die schlimmste Art, kein Notfall, keine Krise, nur das angesammelte Gewicht von allem auf einmal. Sie war nach ihrer Schicht nach Hause gefahren, auf den Parkplatz eingebogen und konnte sich nicht dazu bringen, reinzugehen. Sie saß fast 20 Minuten im Auto, bei ausgeschaltetem Motor, im Dunkeln. Dann kamen die Tränen. Nicht dramatisch, einfach leise und müde und völlig allein. Sie hörte Zeus nicht, aber sie spürte ihn. In dem Moment, als sie durch die Haustür trat, Augen noch gerötet, war er da. Er sprang nicht, er bellte nicht. Er kam langsam auf sie zu, so wie er sich immer bewegte, wenn er merkte, dass etwas nicht stimmte, und lehnte seinen gesamten Körper gegen ihre Beine.
Alle 64 Kilo, einfach an ihr, warm und fest und ohne jede Eile. Dann ging er zur Couch, schaute einmal kurz zurück und wartete. Sabine setzte sich neben ihn. Er legte seinen massiven Kopf auf ihren Schoß und er atmete, langsam, tief, gleichmäßig, wie ein Metronom, das auf den Rhythmus von etwas Beruhigendem eingestellt ist. Sabine saß dort bis fast 2 Uhr nachts. Sie fühlte sich nicht geheilt, aber sie fühlte sich nicht allein. Krass, oder? Wenn euch solche Geschichten berühren, lasst ein Abo da. Wir brauchen euch hier. Eine Routine entstand danach. Jeden Morgen um 5:47 Uhr, ohne Ausnahme, trottete Zeus ins Schlafzimmer, legte seine beiden Vorderpfoten auf die Matratze und leckte ihr einmal ins Gesicht. Direkt, gezielt, beginnend am Kinn und endend irgendwo in der Nähe ihrer Augenbraue. Das war nicht sanft, das war nicht optional. Das waren 64 Kilo Wecker, den man weder auf Schlummern drücken noch mit ihm verhandeln konnte. Sabine stellte ihren echten Wecker 10 Minuten später, nur um dem Ritual Rechnung zu tragen. Dann kam 4:18 Uhr morgens, ein Dienstag im November. Sabine schlief. Zeus lag an seinem üblichen Platz vor der Schlafzimmertür mit Blick auf den Flur. Um 4:18 Uhr fing er an zu bellen. Nicht sein übliches, tiefes, gemächliches Ankündigungsbellen, das war anders. Scharf, dringend, durchgehend. Die Art von Bellen, die die Luft in einem Raum verändert. Sabine rannte in den Flur. Zeus stand an der Haustür, Körper angespannt, Augen auf den Spalt unten gerichtet. Sie roch es eine Sekunde später. Gas, schwach, aber unerkennbar. Das Zündlämpchen ihres Herz war erloschen. Das Gas war seit fast einer Stunde in die Wohnung geströmt. Sie öffnete jedes Fenster. Sie rief die Gasnotrufnummer 112 an. Sie stand im November um 4:18 Uhr morgens in Socken auf ihrem Balkon, die Arme um sich geschlungen, mit Zeus direkt neben ihr, seinen warmen Körper gegen ihre Beine gedrückt, genau wie in der ersten Nacht auf dem Parkplatz. Der Techniker, der 40 Minuten später ankam, schaute Zeus an, dann Sabine, dann wieder Zeus. »Wie lange hat er Alarm geschlagen?« fragte er. »Sie hat mich sofort geweckt«, sagte Sabine. Der Techniker nickte langsam. Noch eine Stunde in diesem Zustand und wir hätten ein ganz anderes Gespräch. Sie haben Sinne, die wir längst vergessen haben. Das ist ihre Welt. Respektiert es. Vertraut ihnen. Heute ist Zeus 5 Jahre alt. Er verlegt die Fernbedienung noch immer jeden Abend ohne jede Reue. Er nimmt noch immer 70% des Bettes ein. Er wartet noch immer jeden Abend am Fenster, bis ihre Scheinwerfer auf dem Parkplatz erscheinen. Und jeden Morgen um 5:47 Uhr klingelt der Wecker nass, gezielt, irgendwo zwischen Kinn und Augenbraue, bevor ihr echter Wecker überhaupt eine Chance bekommt. Sabine nennt es nicht mehr Free, sie nennt es Zuhause. Denn sie hat Zeus nicht gerettet. Zeus hat auf jemanden gewartet, den er retten konnte. Er brauchte nur, dass sie durch diese Tür geht. Kann ein Hund wirklich spüren, was wir brauchen, bevor wir es selbst wissen? Schreibt eure Geschichte in die Kommentare.